Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch, der Björn ist gut Get down in the car, what to give it all. Bust it open hard, let me see you try. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Luxury Race Crew took home the third spot. They were 2 laps down. This baloney. Get up, get out. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur Saisoneröffnung der Sunday Grand Prix Series in Rodamerika, Elkhart Lake, Wisconsin und natürlich heute unser Champion am Start. Leider kann der Tommy diese Saison seinen Titel nicht verteidigen, weil er ein paar Rennen auslassen muss. Die Familie geht nun mal vor, so ist es einfach. Wir sind hier Amateure und keine Profis. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute klappt. Und dann schauen wir mal, was der Tommy heute so leisten kann. Wir haben noch ein paar Freunde wieder mit dabei. Wolfram ist da, Björn ist wieder mit am Start und unser Bayern. Wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. So, da startet also die neue Saison hier in Rodamerika. Das Testrennen vorhin, das lief ja nicht so toll. Schauen wir mal, wie es jetzt hier im Hauptrennen läuft. Upala. Boah, vielleicht kann ich auch zurzeit nicht fahren, weil ich irgendwie erkältet bin und krank. Ey, das geht einfach nicht weg, da die Scheiße, ne? Ah, Björn Ackermann ist da. Ja. Ah ja, lassen wir vielleicht. Braucht er seine Ruhe. Normalerweise ist Rodamerika ja eine Strecke, die dem Tommy liegt und auch Björn. Vorletzte Saison haben beide das Rennen auf dem Podium beendet. Björn hat sogar gewonnen. Allerdings kommt er aktuell noch nicht so richtig mit den neuen Setups zurecht. Ah, so. Mal in die Entries rein. Kurt Klapper, Kisana, Björn Ackermann, Cruikshank, Byron Long. Bandini ist wieder da. Der Name erinnert den Tom immer an den legendären Formel-1-Rennfahrer Lorenzo Bandini. Adam Platzka, Andrew S. Thomas, Art McEwen, Ben Summers, Björn Ackermann, Byron Long, Corner Blaze, den kenne ich schon nicht, Danny Schwitzer, John Runkel, war wieder am Start. Camilo Bartes, Gregory Woods nach langer Zeit dabei. Jess Moore habt ihr noch nicht gehört, Chip Aiello habt ihr noch nicht gehört, John Engler. Die Turner ist dabei, Kurt Klapper, Mark Cruikshank, Matthew Nelson, Michael Bandini, Moises Escobar Gallego, Thomas Silbernagel, Wolfram Pund und Xavier. Oh, ich habe Auto Nummer 7, okay. Oh, Ben Summers sagt mir viel Glück. Ja, das ist von Byron. Okay. Thank you, Ben. Danke. Das Qualifying hier ist schon in vollem Gange und ich habe erstmal eine Weile gebraucht, meinen Rechner hier zum Laufen zu bringen. Wolfram hier in seiner zweiten Qualifying-Runde, oh, da hat er sie weggeschmissen, schade. Die Zeiten müssten gleich kommen, da sind sie auch schon. Wolfram P13. Hier haben wir auch Mark Cruikshank heute wieder mit am Start. Muss man sich auch erstmal an die neuen Designs in dieser Saison gewöhnen. Außer natürlich unser Tommy, wie immer unser klassisches Offenbacher Design am Start, unser Champion. Und ihr habt es vorhin schon in meiner Einleitung gehört, Tommy wird diese Saison seinen Titel nicht verteidigen können. Die letzte Saison, in der der Tommy einen Titel geholt hat, war er 11 von 12 Wochen ununterbrochen hier am Start und hat eine Menge Zeit und Kraft investiert und da ist auch ein bisschen die Familie vernachlässigt worden. Deshalb ist das völlig verständlich, dass jetzt erstmal die Familie auch ein bisschen Vorrang hat. Da geht es diese Saison vorrangig um ein paar gute Einzelergebnisse und wir haben ja auch noch unseren Björn mit am Start. Ab und zu mal ist auch Bernhard hier als Gaststarter mit dabei. Schauen wir mal, wird schon eine coole Saison werden. Adam Platzka haben wir heute auch wieder mit an Bord. Hat ja das letzte Saisonrennen auf dem Podium abgeschlossen. Schauen wir mal, ob er das auch hier die neue Saison mitnehmen kann. P4 für den Anfang ist doch schon mal gar nicht so schlechte Ausgangsposition. Ich denke mal, da wird er vorne mitkämpfen können. Art McEwen haben wir heute mit am Start auch. Und Tommy hier auf P2.
Das ist für den Anfang doch mal gar nicht so schlecht. Oh krass, ich bin übers Ziel gefahren und... ich bin übers Ziel gefahren, in dem Augenblick fängt der Motor an zu stottern. Krass. Okay. Sehr gut. Andrew als Thomas und vor dir. Ja. 3 Gregory Woods und auf 4 Adam Platzka. Oh. 5. Klopper, 6. George Spatev, 7. Mark Friedschenk, 8. Pete Hörner. Ja, das fängt ja gut an. Ach, ich sag's dir. Auf jeden Fall die Daumen, alles Sieger. So. Wolfram auf P13. Björn und Byron haben leider keine Qualifying-Runde hinbekommen. Es ist noch immer gut gegangen. Oh, und Kurt Klapper hat heute eine Quali gefahren. P5, super. That's the end of the session. P2. Ganz hinten im Feld haben wir heute auch wieder ein paar Boah. Fahrer aus der iRacing-Hölle zu Gast mit sehr, sehr niedrigem Rating. Wolfram, denk dran, dein Setup zu wechseln, ne? Mit Qualifying Setup geht die hier nach 2 Runden die Luft aus. Was haben wir da gemacht? Wie viel Sprit hast du denn drin? Moment, ich muss gucken. Und da hat die Startaufstellung auch schon begonnen, noch 2 Minuten bis Start. Wo sind wir denn da? Garage 61. So. Datei. Bin innen, ne? Wieso bin ich jetzt schon wieder so aufgeregt, Patrick? Sag mir das mal. Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal sagen, Lampenfieber vor im großen Auftritt. Wir hoffen es. Die Ausgangslage ist schon mal alles andere als schlecht. Oh, der Björn. Nein, ja. Der Björn ist gar keine Quali gefahren, ne? Ja. Byron auch nicht. Die Jungs sind schon Quali gefahren, haben leider ihre Runden jeweils weggeworfen. Und so langsam stehen hier auch alle im Grid, nur unser Tommy fehlt noch. Da ist er. Ja, mein Lieber. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und die wilde Jagd beginnt. Sofort schießt hier Tommy in Führung, einen viel besseren Start hinbekommen wie Andrew. Auf P3 Adam Platzka, jetzt ist sogar auf 2 vorgegangen und da hinten scherbelt es richtig gewaltig. Oh. Und hier kommt auch Björn quer durchs Bild geflogen. Ach du Scheiße, da fliegt noch einige rein. Byron da mit drin verwickelt. Au Mann, das halbe Feld hier am Start schon in Schutt und Asche gelegt. Oder den Björn gehört da. Tommy einen Top-Start erwischt, hier liegt in Führung vor George Spatev, Adam Platzka und Andrew S. Thomas auf P4. Echt jetzt? Zurückgefallen, direkt hinter ihm Pete Hörner. Hinterm Pete dann Xavier Garcia und Chess Moore. Oh, well, that was a great start. Toller Start von die Jungs hier vorne, allerdings hinten einiges durcheinander gekommen. Da haben wir schon einige Opfer zu beklagen. Oh, hier jetzt Verbremser. Adam Platzka verliert da eine Position. Zum Glück nur eine. Andrew durchgeschlüpft. Und wir schauen uns mal schnell den Unfall vom Start an. Kurt Klapper kommt hier ganz schlecht aus den Startlöchern und Mark Friedschenk kann ihm dann nicht mehr ausweichen. Fährt ihm hinten aufs Rad, dann aufs Grün und verliert das Fahrzeug. Ja, guck mal. Kommt ins Schleudern und räumt hier Danny Schwitzer ab. Danny fliegt da volle Kanne in die Leitplanke. Von hinten kommt Björn an und versucht auszuweichen. Und dann habe ich ihn auf dem Gras verloren. Ja, du gehst außen über den Rasen und ich habe gesagt, nee, die Scheiße tust du nicht an. Da bist du. I really don't want to swear on Tommy's stream, but there's only one way of describing that start, and that was an absolute clusterfuck. Oh, Scheiße. Bro. Ja, von Tommy gibt hier richtig Gas, direkt dahinter George Spatev und Andrew. Adam auf 4 und hinter den Jungs dann auf dem 5. Platz Chess Moore, der jetzt gerade hier einen Ausflug macht, aber auch direkt dahinter hat es jetzt gerade richtig gescherbelt. Hier fehlt plötzlich Gregory Woods und Xavier Garcia ist hier weit nach hinten zurückgerutscht. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Nächsten Incident hier. Xavier Garcia hier im Auto Nummer 4. Gregory knallt ihm der Volltrott. Fährt ihm schön hinten drauf. A, was ist das für eine Linie und B, wo bremst er? Ja, natürlich, gar keine Frage. Und für Gregory ist natürlich hier Feierabend. Vollkommen unnötig. Box voll. Xavi biegt jetzt hier auch direkt in die Box ab. Da ist nur ein Reparaturstopp fällig. Tommy hier eine halbe Sekunde vor George Spatev. Und direkt dahinter der Andrew. Dann schon eine kleine Lücke zum Adam. Und hinterm Adam ist schon ziemlich viel Platz. Wolfram und Adam sind gut durchgekommen. Danny, could you check my front damage to get off?
Inzwischen Ben Samaras auf P6 und Kurt auf P7 zurückgefallen. Byron hier kämpft mit Danny Schwitzer. Der hatte in der ersten Runde auch einen kleinen Zwischenfall. Der ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Den schauen wir uns jetzt nochmal an. Okay, wir haben den Danny Switzer, der ist auch relativ neu in der Serie, denke ich, ne? Kanadier, ja, der war in Detroit dabei. Ja. Bremspunkt verpasst. Okay. Oh, sehr spät auf der Bremse hier und ja, erste Runde kalte Reifen und vollkommen den Bremspunkt verpasst. Fand ich gut. Und wie wir eben gerade gehört haben, hat auch Tommy seinen Bremspunkt verpasst und hat jetzt seine Führungsposition eingebüßt. George Spath jetzt in Front, aber Tommy direkt dahinter und auch Andrew S. Thomas hier direkt hinten dran. Ein ziemlich turbulenter, aber verheißungsvoller Auftakt. Wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Emilio Fernandez. Ja, beim Runterschalten, schätze ich mal, ne? Ja. So verliert hier kurz sein Auto, segelt ein Stück ins Off, kann aber super weiterfahren, nichts passiert, nur Plätze verloren. Die Jungs hier vorne gehen jetzt gleich in die dritte von 21 Runden. George Bartev in Front, der hat ja schon das letzte Saisonrennen in Le Mans eindrucksvoll gewonnen. Dahinter unser Tommy und Andrew, der jetzt hier richtig Druck macht. Adam auf P4 ist da schon 2 Sekunden weg und jetzt geht hier Andrew in den Angriffsmodus über, wird jetzt auch vorbeigehen. Tommy versucht dann nochmal zu kontern, muss sich aber hinten anstellen. Hier ein Stück weiter hinten, die Plätze 5 und 6, Ben Summers und Keith Turner, direkt da hinten dran. Chas Moore auf P7, hat sich an Kurt Klapper schon wieder vorbeigekämpft. Das Viererpaket liegt über 5 Sekunden hinter dem Erstplatzierten zurück. Und 2 Sekunden hinter der Gruppe. Wir sehen da hinten Wolfram Pfund auf P9. Und hier ist der Angriff. Ben Summers versucht da außen an Keith Turner vorbeizugehen. Der hat aber innen die viel bessere Position. Seite an Seite geht es hier auf die Kurve zu. Und Keith kann sich da auch nochmal vorne behaupten. Chas Moore lauert da nur auf den Fehler der beiden Jungs vorne. Ganz vorne jetzt Andrew S. Thomas in Führung, weil George Bartev da einen kleinen Verbremser hatte und auf P3 zurückgefallen ist. Direkt hinten dran Adam Platzka. Der macht jetzt hier richtig Druck. Und weiter hinten im Feld gab es den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Da ist der Wolfram, das ist... Ja. Wow, shit. Ja. Das Schöne ist, ich setze hier irgendwo auf. Oh, nee. Doch, ich sitze irgendwo auf. Total bescheuert. Du sitzt da aufgestiegen? Ich habe keine Ahnung, ey. Eben hatten wir gerade noch ein Bild, unser Buddy Byron eiert auf P17 rum. Dahinter nur noch Jim Aiello auf P18 und John Anker hier auf 19. Beides Fahrer mit extrem niedrigem Rating. George hier vorne auf P3 kann sich jetzt schon wieder langsam von Adam lösen. Allerdings haben die Jungs 1,5 Sekunden Abstand zum Führungsduo hier vorne. Immer noch Andrew in Führung, direkt dahinter Tommy. Und wir hatten im hinteren Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Schalten wir doch direkt mal hin. Oh, was ist das denn hier für eine... Dann Runkel. Oh, Danny Schwitzer schmeißt die Kiste hinterher. Danny Schwitzer und Von Runkel, die machen hier... Die machen hier ihn auf Tandem, Ja, die machen auf Paartanz. Oder da liegt was auf der Strecke, wo Ich schätze mal, der Schwitzer, der war überrascht. Echt? Hat da einer Bananen hingeschmissen? Geht ja ganz schön rund heute. Auch hier die Plätze 5, 6, 7 und 8. Keith, Ben, Chas und Kurt kämpfen hier um den letzten Top-5-Platz. Da hinten kommt der Björn angerauscht, der gerade aus der Box rausgefahren ist nach langwierigen Reparaturstopp. Hier vorne alles beim Alten. Und Ben jetzt, der nächste Angriff, wieder außen. Keith versucht da wieder innen zu verteidigen. So wie es aussieht, kann sich diesmal aber Ben hier durchsetzen. Seite an Seite geht es hier auf die nächste Kurve zu. Keith versucht da mit allem, was er hat, seinen 5. Platz zu verteidigen. Und auch Chas war da hinten dran. Tolle Duelle hier. Jetzt kann sich da Ben durchsetzen und da sticht auch gleich Chas mit rein. Und oh, da hat aber Keith nicht mitgerechnet. Da hat er gleich noch aufs Rad gekriegt. Zum Glück nichts passiert hier. Really? Und Keith zeigt sich da auch wenig begeistert. Björn von hinten direkt wieder dran. Somit jetzt Ben Summers auf P5, Chas Moore P6 und Kurt Klapper auf P7. Keith Turner ist seit 2 Sekunden weg von dem Trio hier vorne. Den Jungs fehlt nach ganz vorne schon fast 9 Sekunden. Unser Buddy Byron erholt sich hier so langsam wieder von seinem Startcrash mit dem Björn. Liegt hier auf dem 14. Platz. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Vor ihm auf P13 Connor Blaze und auf P12 haben wir Wolfram Fund, der hinter Mark Cruikshank zurückgefallen ist. Mark haben wir hier auf dem 11. Platz. Vor ihm auf P10 dann Matthew Nelson, den wir hier mal im Bild haben. Vor dem Matthew sind ein Abstand von fast 8 Sekunden zu Emilio Garrido. Dazwischen Björn unterwegs. Auf P20 versucht er auch irgendwie das Rennen noch zu Ende zu bringen. Aber ich sag mal, nach dem 10 Start in die neue Saison zählt hier jeder Trainingskilometer. Hier haben wir auf P8 Marky Turner, muss nach vorne jetzt immer mehr abreißen lassen. Der Abstand zum Körper trägt schon fast 2,5 Sekunden. Und der wiederum kämpft hier mit Chess und Ben um den letzten Top-5-Platz. Eine tolle Kampfgruppe und Ben kann sich da die ganze Zeit vor den Jungs behaupten. Allerdings macht der Chess jetzt richtig Druck von hinten. Und auch Kurt, denke ich mal, will heute unbedingt in die Top 5. Jetzt greift hier Chess auch an und geht da innen durch, schaut bloß ein Überholmanöver. Ben geht da auch ein Stück weit. Das dann Kurt aber nicht nutzen, um den Angriff zu starten. Und sofort kann sich Chess von den Jungs hier ein Stück lösen. Man sieht sofort, hat eine höhere Pace. Die Jungs gehen jetzt in die 6. Die Jungs gehen jetzt in die 6. von 21 Runden. Immer noch Andrew S. Thomas in Front vor Tommy und George Bartev auf 3. Auf 4 haben wir dann Adam Platzka. Und auf 5 jetzt neu Chess Moore. Und im hinteren Feld gab es den nächsten kleinen Zwischenfall. Den schauen wir uns direkt mal an. Connor Blaze. Oh, das ist schlecht. Oh, eine schlechte Position also eine schlechte Stelle zum Anbremsen, wenn die Reifen so auf dem Curb ist oder auf dem Gras. Ja. Findest du, dass Bremsen auf dem Gras jetzt nicht so die schlauste Idee ist? Ne? Ja, ich habe das auch schon öfter probiert, aber es ist nicht so genial. Ja. Und Tommy startet jetzt hier einen Angriff und geht da auch am Andrew vorbei, damit Tommy wieder in Führung. Und durch den Kampf hier vorne ist George Bartev wieder ganz dicht rangekommen, hat er auch Adam Platzka mit im Schlepptau. Die ersten 4 haben jetzt schon fast 10 Sekunden Vorsprung auf den 5. Platzierten auf Chess Moore und laufen da jetzt auch auf den Überrundeten auf. Freut mich sehr, dass unser Adam heute wieder vorne mitkämpfen kann. Vielleicht ist da heute wieder ein Podium drin. John Enger hier auf P18 macht da auch ganz fair und ordentlich Platz für die Jungs hier vorne. Tommy kann sich da jetzt auch schon ein kleines Stück von seinen Verfolgern absetzen, 0,8 Sekunden. Auch Ben Summers hier verliert so langsam den Anschluss nach vorn. Chess Moore jetzt über eine Sekunde weg von Ben. Eine ziemlich starke Pace heute, unser Chess. Hätte am Anfang den Wacker nicht drin gehabt. Ich glaube, der hätte vorne um den Sieg mitkämpfen können heute. Am Ende des Feldes hatten wir mal wieder einen Zwischenfall, den schauen wir uns direkt gleich mal an. So, Jim Aiello. Oh, ja, der ist noch in der Selbstfindungsphase hier mit dem Auto. Jim hat hier ganz offensichtlich Probleme, das Fahrzeug auf der Strecke zu halten. Und während jetzt Tommy hier die 7. von 21 Runden eröffnet, gab es im hinteren Feld einen Zwischenfall, den wir uns auch nochmal anschauen sollten. Oh, hier haben wir den Björn. Oh, Ach so, das war der Bremsklotz. Keine Ahnung, warum. Der hat gebremst, ne? Ich hab gedacht, keine Ahnung, was der da veranstaltet. Ja, mal 200 Meter vor dir gebremst schon, so nach dem Motto. 200 gefühlten Kilometer. Die Rookies im hinteren Feld haben heute echt starke Probleme hier. Es versucht hier Andrew anzugreifen. Ich denke mal, der wird einen Angriffsversuch jetzt am Ende der Geraden hier kommen. Da geht er auch außenrum vorbei. Tommy kontert da innen und kann auch noch vorn bleiben. George Bartev wieder direkt hinten dran. Ein Drittel des Rennens haben wir jetzt geschafft. Und ich denke mal, Andrew wird jetzt hier einen Angriffsversuch starten. George viel zu weit weg. Da schert jetzt auch der Andrew hier vorne aus und geht innen durch. Tommy wieder auf den 2. Platz zurückgefallen. Gibt da noch nicht, jetzt muss er nachgeben. Versucht dann nochmal zu kontern, aber keine Chance. Ein herrlicher Zweikampf heute hier um den Sieg. Hätte ich nach dem Testrennen vorhin nicht gedacht, dass Tommy heute hier um den Sieg mitkämpfen kann. Ich denke mal, jetzt hier auf der langen Geraden wird der nächste Angriff kommen. Da schert Tommy auch schon aus. Das geht hier heute hin und her. Mega spannend hier vorne an der Spitze. Seite an Seite geht es hier die lange Gerade runter. Tommy diesmal die Innenseite. Ich denke mal, da hat er einen kleinen Vorteil und kann sich da jetzt auch wieder durchsetzen. Da hat Andrew aber auch ganz fair mitgespielt und sofort ist George Bartev von hinten wieder dran. Und diesmal ist auch Adam Platzka mit im Windschatten. Wir befinden uns hier in der 8. von 21 Runden und 4 Leute kämpfen hier um den Sieg. Absolute Spitze Rennen heute. Andrew drängelt hier sofort wieder. Der will seinen Platz an der Sonne zurückhaben. Ich würde mal gerne Pause machen.
Und was trinken. Runde 9 und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff vom Andrew, geht da wieder innen durch. Tommy versucht da noch zu kontern, kommt da ein ganzes Stück weit außen raus und sofort greift auch George Spatev hier an und drückt sich da innen durch. Adam guckt sich das von hinten alles an. Tommy in 2 Kurven gleich 2 Plätze verloren und ist somit auf den 3. Platz zurückgefallen hier. Aber das Thema hier ist noch lange nicht ausdiskutiert. Die ersten 4 hier innerhalb einer Sekunde. Dahinter dann schon eine Riesenlücke von 8 Sekunden zu Chase Moore auf P5. Tommy schert da vorne schon mal aus, aber ist noch viel zu weit weg hier, um einen Angriff zu starten. Und direkt hinter Tommy ist ja auch Adam noch ganz dicht hinten dran. Ich habe in letzter Zeit selten so einen mega spannenden Vierkampf hier um den Sieg gesehen. Andrew kann jetzt schon einen leichten Sicherheitsabstand zwischen sich und seinen Gegner bringen. Für 0,8 Sekunden Vorsprung auf George, der sich aber auch jetzt mit Händen und Füßen Tommy erwehren muss. Ben Summers hier auf P6 hat einen Anschluss nach vorne verloren. Ach komm schon. Oh, und kaum haben wir weggeschalten, hat es ja gescherbelt, George Spatev. Da müssen wir gleich mal schauen, was hier passiert ist. Oh, der Mann hat sich gedreht, ich hab ihn gerammt. Kannst du mal gucken, ob alles okay ist? Ja, alles okay, alles dran. Auch Adam hatte da gleich einen Dreher, aber zum Glück und Einschlag. Spoiler vorne gerade. Dadurch natürlich jetzt von Andrew S. Thomas abgehauen. Ja, vorne auf der einen Seite ein kleines Stück Umschein müsste sein. Weg. Da ist die 3 weggekommen. Der Adam hat sich aufgedreht. George Spatev war hier glaube ich, auf Platz 2. Gut, aber der verliert halt hier sein Auto in dieser Kurve. Da kommst du unter Adam. Aber du hast noch Schwein gehabt, ne? Naja, er ist angedupst und der Adam musste auch in die Eisen steigen. Oh no, der dreht sich echt nach weg. Oh, fuck. Adam erschreckt sich in dieser Situation genauso und hat leider das Auto verloren. Ja. Er ist voll in die Eisen gegangen, weil er nicht reinknallen wollte. Ja, natürlich. Und Adam hat da richtig viel Zeit verloren durch den Dreher, ist jetzt sogar hinter Chase Moore zurückgefallen und da greift auch Ben Summers jetzt an und geht da auch innen durch, damit jetzt Ben Summers am 4. Platz davor gefahren. George Spatev inzwischen auf P7 nach hinten zurückgefallen und von hinten kommt er auch von Klapper. Wir bewegen uns jetzt hier Richtung Halbzeit und jetzt ist hier so einiges durcheinander geraten. Andrew hat sich aus dem Start gemacht, 4 Sekunden vor dem Tommy und dann eine Riesenlücke zu Chase Moore, fast 8 Sekunden, der jetzt somit auf dem 3. Platz liegt. Und auch Kurt macht jetzt hier Druck auf den Adam, will da unbedingt vorbei. Hat Adam ein bisschen das Momentum verloren und verliert jetzt hier auch noch seinen Top-5-Platz wahrscheinlich an Kurt, der da innen reinsticht. Seite an Seite geht es hier durch die Kurve. Adam gibt da aber noch nicht kampflos seinen Platzpreis. Mal schauen, wer hier von beiden als erster nachgibt. Kurt in einer besseren Position jetzt innen, kann sich hier jetzt wahrscheinlich auch durchdrücken und da gibt der Adam auch nach und reiht sich hinten ein. Direkt dahinter George Spatev, der vorhin noch um den Sieg mitgekämpft hat und nach seinem Rutscher jetzt auf P7 hinterm Adam zurückgefallen ist. Chase Moore hier letzte Runde eine Rekordrunde gefahren, eine 1:53,303. Ja, der haut mir ab da vorne. Scheiße. 4,5 Sekunden. Und bei mir erzählt die Zeit ein bisschen runter auf der langen Gerade. Also scheint irgendwie Aerodamage zu haben. Andrew gibt da gerade richtig Gas und wir hatten im hinteren Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten hin. Boah, Byron. No, this one. Super, also Byron kommt an, das müsste Kurve 2 sein. Oh nein, im Eingang weggedreht. Slow-mo. Okay. I'm just glad that none of my actual incidents caused anyone else to have any damage or slow anyone down. Ja. Boah, perfekt. 6 Zehntel schneller als ich in der letzten Runde. Und während Andrew und hier Chase Moore richtig Gas geben, hatten wir noch einen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen sollten. Schalten wir hin. So, wir haben jetzt den Emilio Fernandez Garrido. Oh, das ist... das ist eine gemeine Kurve, ne? Da ist irgendwie... He's lucky. Also der Eingangscurve, finde ich, ist heftig. Irgendwas hat diese Kurve hier, ne? Hier der schöne Dreikampf um Platz 4, 5 und 6. Ben, Kurt und Adam. Kurt ist jetzt wieder ganz dicht dran am Ben. George verliert also langsam den Anschluss nach vorn und hier auf P8 Pete Turner ist da auch nach dem kleinen Rammstoß vom Chess vorhin ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Dann haben wir hier auf P9 Emilio Garrido, der auch gerade einen kleinen Zwischenfall hatte. Auf 10 Mark Wilczek, auf 11 Matthew Nelson, auf 12 Wolfram Pund und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Schalten wir direkt mal hin.
Der Herr Runkel, oh! Kommt ein bisschen weit raus neben die Strecke und verliert das Auto. Ah, geht noch um. Hallo, Drehwurm? Ja. Ja. Bayern liegt inzwischen auf dem 13. Platz, konnte Conor Blaze nach dessen Dreher überholen. Ziemlich einsames Rennen nach dem Zwischenfall am Start und auch Björn eiert hier dem Feld hinterher, inzwischen auf P19. Überholt hier Michael Bandini, der ein paar Runden mehr auf der Uhr hat und Klassement direkt vor ihm liegt. Runde 12, wir sind schon längst über Halbzeit und der Dreikampf hier geht in die nächste Runde. Kurt drängelt da von hinten. Vor den Jungs Moises Gallego und hier auf Platz 3 Chance Moore, der so langsam seinen Rückstand zum Tommy von wettmacht. Es sind nur noch 5 Sekunden, waren mal fast 9. Hier vorne Andrew muss aufpassen, dass er seine Reifen nicht überstrapaziert. Hat einen Vorsprung von 4,6 Sekunden auf unseren Tommy. Ein ganz, ganz starkes Rennen vom Andrew bis hierher, aber auch vom Tommy. Das hätte ich vor dem Start hier nicht erwartet. Vorhin im Proberennen lief es mehr als desaströs. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es hier im Hauptrennen richtig, richtig gut läuft. Und es ist ja noch lange nicht aller Tage ab. 4,5 Sekunden Abstand nach vorn und 5 Sekunden nach hinten. Hier haben wir mal Don Runkel Jr. im Bild. Der letzte in der Führungsrunde auf P15 hatte heute auch schon so den einen oder anderen Zwischenfall. Dann haben wir hier auf P14 Conor Blaze. Auf P13 haben wir unseren Byron. Vor Bayern haben wir 2 überrundete Unfallopfer vom Startunfall, also Björn und Michael Bandini, und auf P12 dann Wolfram. Hier vorne Andrew wird jetzt gleich die 13. von 21 Runden eröffnen. Runde 13 und der heiße Kampf hier zwischen Kurt und Ben geht hier in die nächste Phase. Ich schätze mal, Kurt wird jetzt am Ende der Geraden da angreifen. Aber so wie es aussieht, hat Ben auch ein tolles Setup hier drauf geschnallt. Kurt kann da überhaupt nicht richtig angreifen. Man sieht's hier. Er kommt da nicht in eine Position, wo er angreifen kann. Vor den Jungs Jim Aiello. Kein Problem beim Überrunden. Ein toller Dreikampf hier um den 4. Platz. Die Jungs kennen sich schon lange. Das sind alles hier alte Sunday GP-Series Hasen. Da lässt man sich auch genug Raum zum Überleben. Weiter hinten im Feld hat man den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Oh, hier Adam versucht da anzugreifen. Aber keine Chance. Kurt kann da kontern. Oh, Byron! Oh, oh nein. Ups. Ja. Not my week. Day, not week. No, it's been like this all week. Okay. Genau. Sehr, sehr schade. Der Bayerns Rennen steht heute unter keinem guten Stern. Ganz anders hier bei Andrew. Oh, kaum hab ich's gesagt. Das gibt's doch nicht. Andrew S. Thomas ist abgeflogen. Ja. Da geht Tommy auch vorbei. Andrew fällt hinter ihm zurück. Hinter den Jungs gab es noch einen Unfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Aber der ordentliche Einschlag, ne? Scheiße. Oh Mann. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Auto scheint gerade zu sein. Ja. Auf keinen Fall. Mit Einschlag, das geht nicht. George Bartev kommt hier um die Ecke und da vorne schleicht Jim Aiello rum und der knallt ihm davon. 400er Rating. Ja, 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 das verstehe nicht, ist warum halt. so Leute in Rennen reinscheuen. Ja. Also, ganz ehrlich. Ist ja okay, wenn du langsam bist, aber so langsam, also der war ja wirklich ein stehendes Hindernis. George konnte zum Glück weiterfahren. Wir schauen uns jetzt nochmal den Unfall von Andrew an. Oh, Andrew S. Thomas hier. Oh ja, oh, das war sein. Da hat er den Sieg weggeschmissen. Da beißt er ins Lenkrad. Oh, da kommt er auf den Körper. Abgang nach innen, natürlich. Okay, okay, das war mit Einschlag. Heckflügel eingeschlagen. Dann sucht er das Getriebe Ja, ja. und dann hat er verloren. Der Heckflügel hinten, der ist krumm. Und Andrew büßt jetzt hier auf seinen 2. Platz ein. Chase Moore geht da vorbei. Ein tolles Rennen von Chase heute hier. Muss man resümieren, heute zum Saisonauftakt reichlich Kleinholz. Für meinen Geschmack viel zu viel. Ich denke mal, mit dem beschädigten Fahrzeug wird der Andrew auch noch mehr Boden einbüßen. Nach hinten zu Ben Summers, zurzeit 7 Sekunden Luft. Wir haben allerdings noch ungefähr 7 Runden zu gehen. Hier haben wir Ben mal im Bild, kämpft immer noch mit Kurt Knapper um die Position. Adam muss da ein kleines bisschen abreißen lassen. Vor den Jungs dann Moises Gallego, der jetzt gleich überrundet wird.
Und für den Andrew wird das restliche Rennen jetzt hier zum Überlebenskampf. Er hat jetzt schon 2 Sekunden auf Chase Moore verloren. Das heißt, er verliert mindestens 2 Sekunden pro Runde. Okay, der Chase Moore hat den Andrew S. Thomas überholt. Das Auto schade. Ja. So ein Einschlag übersteht das Auto nicht schadlos, das kannst knicken. Ich würde es nicht wundern, wenn er jetzt auch in die Box fährt oder so. Wow, und wir haben es gerade gesehen hier, eine wilde Aktion von Moises Gallego. Da hatten unsere 3 Protagonisten aber richtig Glück, dass sie dann hier abgeräumt worden sind. Da muss ich erstmal die Reifen sauber fahren. Und Ben hat sich hier aus dem Staub gemacht, der ist da am besten durchgekommen. Das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. Irre. Moses Das ist das, was ich gemeint habe hier. Jetzt pass mal auf, Ben kommt vorbei und Adam und Kurt. Da ist denn aber, Alter, hier. Oh, da haben sie aber alle Sahne gehabt. Adam hat erstmal die Reifen sauber gefahren auf der Geraden. Siehst du gleich. Ja. Alter Vater. Jetzt scheint es aber richtig rund zu gehen, denn wir hatten noch mehr Zwischenfälle, die wir uns direkt mal anschauen. Tommy inzwischen 5 Sekunden in Führung vor Chase Moore. Wen haben wir denn hier? Wir haben den George Batev hier, der ist glaube ich an derselben Stelle, wo der Byron gerade losgefahren ist. Hier sieht man seine Spuren noch. Und ja, wie soll man sagen, der George, der macht es den Byron gleich, ne? Und? Ja. Und wir schieben den nächsten Zwischenfall gleich hinterher. So, der Jim, der schmeißt hier wieder weg. Der nächste Dreher hier, einige haben wir gar nicht gezeigt, ohne Worte. Eieieiei. Nur ruiniert sich hier auch nochmal richtig schön die Reifen. Die Zwischenfälle scheinen überhaupt nicht abzureißen. George Batev hatte den nächsten Zwischenfall, den schauen wir uns auch direkt mal an. So, dann haben wir hier den Batev wieder. Oh nein! Ups. Bisschen zu Schon wieder rausgedreht. Ja. Das müsste, was ist das? Die Kurve nach der langen Geraden, ne? Oder? Ja. Da scheint George jetzt ein bisschen völlig aus dem Konzept geraten zu sein. Oh, Andrew fällt immer weiter zurück. Die Turner hier auf P8 nach vorne und hinten jeweils 4,5 Sekunden. Okay. Mark Cruikshank hier auf P9 und auf P10 haben wir dann Matthew Nelson. Ja, der fährt in die Box, wie es aussieht. Der verfolgt wird von unserem Wolfram. Oder der hat es weggeschmissen. Unglaublich, wir haben es gerade gehört. Andrew hat sein Fahrzeug schon wieder weggeschmissen, schalten wir gleich mal hin. Jetzt häufen sich die Unfälle aber ziemlich stark. Hier haben wir auch nochmal George Batev im Bild, inzwischen auf P12 hinter Wolfram von zurückgefallen. Andrew, selbe Kurve wie vorhin, schmeißt er hier das Fahrzeug noch einmal weg, viel zu weit rausgekommen, dreht sich ein und rodelt wieder da Richtung Reifenstapel. Oh, ja, aber der ist nicht eingeschlagen, Unser Byron durch seine diversen Zwischenfälle jetzt auf P15 zurückgefallen, noch hinter Don Runkel und Connor Blaze, während unser Tommy hier vorne das Feld anführt. Dahinter Chase Moore dreht hier eine Rekordrunde nach der anderen, versucht dann noch nach vorne ranzukommen, hat jetzt schon 0,6 Sekunden von seinem Rückstand runtergehobelt. Ich glaube, Tommy macht da auch jetzt ein bisschen vorsichtig, um am Schluss nicht von seinen Reifen überrannt zu werden. Und weiter hinten im Feld gab es den nächsten Zwischenfall. Wir schalten direkt hin. Dadurch liegt jetzt unser Ben Summers hier auf dem 3. Gesamtrang und hat ungefähr 2,5 Sekunden Vorsprung vor Kurt Klapper. Jim Aiello, der next one. Ja, und hier wieder das runterschalten, ne? Auch wenn du Kurve 3 irgendeinen Scheiß hast und da verlierst du auch Zeit ohne Ende. Na klar, Na klar. Ja. Alles, was ewig auf dem Pin steht danach, ist Rotze. Ein ganz starkes Rennen von unserem Ben heute hier. Von P14 gestartet, befindet er sich hier auf dem Weg zu einer Podiumsplatzierung. Und ich denke mal, der Einzige, der ihm dann noch gefährlich werden könnte, ist Kurt Klapper. Der liegt 2,5 Sekunden hinter ihm. Adam musste nach seinem Zwischenfall abreißen lassen. Dazwischen ist auch noch Andrew S. Thomas. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 17. von 21 Runden. Chase Moore hier auf P2 hat die nächste schnelle Runde in den Asphalt gebrannt, eine 1,52,7. Hat die nächste halbe Sekunde von seinem Rückstand runtergefeilt. Wolfram hier auf P11 robbt sich immer mehr an Matthew Nelson ran. Vielleicht ist da noch ein Top-10-Platz heute irgendwie möglich. Hier haben wir Emilio Garrido mal im Bild. Der hatte gerade einen Zwischenfall, deswegen ist Keith Hörner jetzt ganz dicht dran. Den schauen wir uns direkt auch gleich nochmal an. Geht es hier auch an Emilio wahrscheinlich vorbei. Ne, Emilio kann da nochmal vorn bleiben, oder? Innen hat Keith zwar eine bessere Position, musste aber nochmal zurückstecken. So, der Emilio wieder hier. Oh, das ist auch eine blöde Stelle hier.
Aber nichts aber- passiert. Super gemacht. Hey. ich würde sagen, das ist der Dreher des Tages. Ja, eleganteste auf jeden Fall. Und Emilio kann sich da auch noch vor Keith Hörner halten. Und auch Andrew hier kann zurzeit einen Top-5-Platz halten. 1,8 Sekunden vor Adam Platzka. Der kommt da aber von hinten so langsam näher. P7, Emilio Garrido ist schon 15 Sekunden weg. Den dürfte er in der Tasche haben. Wir haben ihn hier mal im Bild. Kämpft jetzt hier mit Keith Hörner um P8. Von hinten kommt Mark Quickschenk näher. Sehr, sehr schön, dass wir so kurz vor Schluss überall noch so spannende Zweikämpfe haben. Und hier hat jetzt Adam den Rückstand zum Andrew zugefahren und versucht da an ihm vorbeizugehen. Andrew wehrt sich da nochmal, hat da aber mit seinem beschädigten Fahrzeug keine Chance. Damit Andrew jetzt auf P6 zurückgefallen und Adam der Letzte in den Top 5. Vorm Adam, das ist John Enger, ein überrundeter Fahrer. Und Tommy hier, unser Leader, muss jetzt so langsam zittern. Chas Moore fährt da den Rückstand immer mehr zu. Es sind nur noch knapp ein bisschen was über 3 Sekunden. Hat hier eine tolle Pace drauf. Die nächste schnelle Runde hingebrettert. Eine 1,52,5. Das ist fast 7 Zehntel schneller als der Tommy. Und auch Ben Summers hier auf P3. Der letzte Podiumsplatz muss hier um seinen dritten Platz zittern. Kurt Klapper versucht da von hinten wieder näher zu kommen. Der hat hier den Platz 3 auch noch nicht aufgegeben. Man sieht hier, Ben fährt hier auch letzte Rille, da qualmt schon die Reifen. Ich schätze mal, die Reifen werden auch ein bisschen am Ende sein jetzt. Wolfram verfolgt hier weiterhin Matthew. Es sind nur noch 0,7 Sekunden und von hinten kommt unser Björn angerauscht, hat allerdings mehrere Runden Rückstand und nutzt das Rennen hier als Trainingssession. George Batev jetzt auf P12. Ein einsames Rennen, nach vorne geht da nichts mehr, sind 15,8 Sekunden zum Wolfram. Schade, George hatte heute die Pace, um vorne um den Sieg mitzukämpfen, hat es ja auch lange Zeit getan, hat dann aber leider das Auto weggefeuert. Ganz anders unser Tommy. Noch hat er knapp 3 Sekunden Vorsprung auf Chas Moore. Die Jungs befinden sich jetzt gerade in der 19. Runde. Also haben wir ungefähr noch 2,5 Runden jetzt zu gehen. Und direkt vorm Tommy bei den Nachzüglern gab es jetzt gerade hier vorne in der Gruppe einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen. Den reichen wir jetzt mal nach. So, dann haben wir hier Don Runkel. Uiuiuiui, Vorsicht! Ei. Ist halt nur blöd dann, ne? Dann also die Reifen, die überhitzen dann total schnell und dann. Findest du? Ja. Ich bin ja schon mal total froh. Ich bin so selten im Replay. Also, dann denkst du dir, scheiße, ich hab einen Dreher gemacht. Oh nein, nicht schon wieder. Kurt Klapper hier auf P4 schleicht sich immer mehr an unseren Ben ran. Es sind jetzt nur noch knapp eine Sekunde Abstand. Da muss Ben ganz schön zittern. Adam ist viel zu weit weg, das sind 7,5 Sekunden. Konnte sich aber vom Andrew freifahren. Andrew fällt mit seinem Schaden immer mehr zurück. 8 Sekunden hat er ungefähr noch Vorsprung auf Emilio Garrido. Tommy hat jetzt die vorletzte Runde eröffnet. Ist ungefähr dieselbe Rundenzeit gefahren wie Chas Moore, konnte seinen Vorsprung bei ungefähr 3 Sekunden stabilisieren. Und auch Ben hat hier noch ungefähr eine Sekunde Vorsprung auf Kurt Klapper, der jetzt noch ein bisschen mehr als 1,5 Runden Zeit hat, um das Ergebnis hier zu korrigieren, robbt sich da immer mehr an Ben ran. Ben wird da jetzt auch immer größere Probleme mit seinem Reifen haben, schätze ich mal. Emilio konnte sich jetzt von Keith Hörner freifahren. Und hier Wolfram hat jetzt den Matthew überholt, liegt somit auf dem 10. Platz. Der greift aber jetzt, schätze ich mal, wieder an. Und geht da hier am Ende auch vorbei. Man sieht es hier. Da hatte Wolfram aber auch fair mitgespielt. Ein toller und fairer Zweikampf hier von den beiden Piloten hier um den letzten Top-10-Platz. Björn guckt sich das von hinten in Ruhe an, während Tommy jetzt gleich die letzte Runde eröffnen wird. 2,7 Sekunden Vorsprung auf Chas Moore, das dürfte er auch ins Ziel bringen. Was für ein Hammer-Auftritt von unserem aktuellen Champion hier zum Saisonauftakt. Aber auch Chas Moore hier mit P2 und einer unglaublichen Pace heute. Hätte am Anfang den kleinen Wackler nicht gehabt, ich bin mir sicher, er hätte hier um den Sieg mitkämpfen können. Aber auch für Ben Summers hier ein tolles Rennen. Liegt hier noch auf P3. Die Jungs gehen jetzt alle in ihre letzte Runde. Direkt hinten am Ben Summers dran, Kurt Klapper.
8,5 Sekunden hinterm Kurt haben wir dann Adam Platzka, der letzte in den Top 5. Boah, der haut eine gute Runde nach der anderen raus, der Moore, wa? Und auf P6 haben wir hier Andrew S. Thomas, der nur noch 1,5 Sekunden Vorsprung hat, wollte ich gerade sagen. Und hier überschlagen sie jetzt die Ereignisse. Da hat gerade mal Kulschenk einen kleinen Zwischenfall gehabt. Und auch Emilio Fernandez Garrido hatte da einen Zwischenfall, den wir uns direkt nochmal anschauen müssen. Emilio noch einmal. Ui. Ja, genau. Das ist denn den Fernandez seine Lieblingskurve hier. Ja, der macht ja immer so Pirouetten. Ja, vielleicht glaubt er, das gehört dazu. Aber der Keith guckt sich das an, der kommt da einfach nicht vorbei. Das ist die zweite Pirouette, die er bewundern durfte. Ein mehr als turbulentes Auftaktrennen heute mal wieder mit reichlich Kleinholz und unzählig vielen Drehern und Spinnern. Wahnsinn. Tommy auf dem Weg zu seinem ersten Saisonsieg. Wahnsinn. Und Ben muss jetzt richtig zittern. Kurt ist ganz dicht dran. Kurt ist letzte Runde 6 Zehntel schneller gefahren als Ben und macht da jetzt richtig Druck. Da muss Ben zittern. Weit ist es nicht mehr bis ins Ziel. Wir haben nur noch ein paar Kurven. Auch unser Tommy jetzt hier auf den allerletzten Metern. Die letzten paar Kurven. 1,5 Sekunden Vorsprung hat er noch. Und Ben macht es jetzt hier richtig spannend. Kurt ist da ganz dicht dran. Ich glaube, das wird ganz schwer für Ben, das bis ins Ziel zu halten. Jetzt hier erstmal Tommy. Tommy, spitzenmäßig, super, herzlichen Glückwunsch, das ist so geil. Mama, irre. Dankeschön. Wow. Oh, und das ist passiert. Ben hat seinen dritten Platz verloren. Wow, Tommy, das war stark. Wer ist denn auf Platz 3 rein? Oh, Gott Klapper hat noch einen dritten geholt. Ja, Platzka kommt auf P5 rein ja, sehr gut. und Andrew hat noch einen 6. retten können. Ja. Okay. Wollen wir mal Kaffee trinken? Es ist übrigens kalt. Oh, Auf B10. Ja, Ackermann kommt überrundet ins Ziel. ja. So, Tommy jetzt ja natürlich Stelle. Ja, ich muss erstmal hier alle einsammeln hier. Mal gucken, wo die sind. Hey, good job, Tommy. Good job. Was für ein sensationeller Saisonauftakt. Ja, das war ein hartes Stück Arbeit, aber ich habe auch Glück gehabt und Pech gehabt gleichzeitig. Aber war knapp zum Schluss. Der Adam, der hat das ja live miterlebt. Der hat es ja aus der Löwenposition angeguckt. That's great race from and Mark back there. Er soll mal in den Chat kommen. So. I want some donuts, please, here. All with me. Yeah, I was getting real light there, towards the end there. Yeah, I just remembered that I hope it was one of my the last minute cover. I hope it was okay. Der Björn, I der think you did great. That was fun. Is my mic working? Juhu! Yes, it is. Oh. Thank you. Ja, sehr schön. Hätte nicht unbedingt dran geglaubt, aber Geil, geil. ja. Oh, ich bin auch am Schwitzen jetzt, ne? Ah, so. Das war auf jeden Fall hammerhart. Also, rechts auf der Bein, das wird jetzt eine Weile dauern. Boah, geil, geil. Erwachsene Männer im Computerspiel, weißt du? Oh nein! Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Ei, ei, ei.
Oh. Der nächste, der explodiert ist. Ja, das war der Adam. Ja. Jetzt fehlt nur noch der Wolfram. Ja, der hält ganz schön lang durch da. Boah, der kann aber auch richtig saubere Ja, Kreise ne? ziehen hier. Ei, ei, ei. Boah, der hat ja Wolfram, der kann richtig lange, kann der. Der hat einen besseren Motor wie wir. Ja, der hat seinen Motor geschont. Im Rennen. Jetzt Kütter. Jetzt hat's geknallt. Ja, sehr schön. Jetzt hat's geknallt. Ah, Mann. Ja. So, das war auf jeden Fall geil. Würde ich mal sagen, verabschieden wir uns erstmal hier für unseren Zuschauer. Das war der Hammer. Ja, war auf jeden Fall sehr schön. Gratulation, das war ein geiler Saisonauftakt. Dankeschön, Patrick. So. Und ich würde sagen dann, hallo Jungs. Hallo? Hallo. Aber es ist ein verrücktes Rennen. So. Was eine Piss-Huren-Drecks-Kack-Scheiße. Hallo? Tourette. Irre. Ja. Gut, wir sagen auf Wiedersehen. Geradeaus fahren, echt. So sind sie, Björn, so sind sie. Ach komm, so ein geiler Start. Ich wäre nach dem Start, glaube ich, auf Platz 7 gewesen. Ah. Das Ja. Kind hat gefahren, standen alle rum und dann sind sie rumgeflogen. Und dann musste ich aufs Gras und dann hab ich ihn weggeschossen. Wir gucken uns das jetzt alles mal an. Wir müssen mal, boah, bei mir, da ist auch, ja, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an hier. Wo bist du jetzt reingekommen? Ich hab gar nicht mehr geguckt. Ich hab gewonnen. Nice, herzlichen Glühstrom. Danke. Aber Ich war. hab öfter mal gehört, Thomas take lead und dann kurz drauf wieder Silbernickel take lead. Ja, aber ja, jetzt am Ende also- haben wir gar nicht drauf geachtet. Also mit dem hast du ja schön irgendwie gegeben. Auf jeden Fall, das war richtig geil und danach ja, wir können uns das Ganze ja ein bisschen im Replay jetzt anschauen, zumindest die Incidents. Überletzte Runde war die geilste, wo sich alle im Kreis gedreht haben. Drei Runden mehr und ich hätte dich noch geholt, Wolfram. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Dich So. hat leider ein bisschen erwischt zwischendurch. Nicht zwischendurch, die waren am Start wieder zu blöd zum geradeausfahren. Und ich Da hab warst mich- du schon bei. Alter Ja. Schalter, weil der Start war so dramatisch. Ich war ganz hinten und in dem Moment, wo es gescheppert hat, war ich schon... Ja, liebe Zuschauer, das war doch mal ein Saisonauftakt nach Maß. Ein unerwarteter Sieg, Wahnsinn. An der Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, super gemacht. Ja, würde ich sagen, freuen wir uns schon auf die nächsten Rennen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe auch, ihr bleibt uns wie immer treu. Würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund und ciao.
Erfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.